Hello, hello, hello. Once again, we are back. Hallo, 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 wir sind mal wieder zurück. Verse 21. Vers 21. Just like a woman giving birth experiences intense labor pains in delivering her baby, Genau wie eine gebärende Frau bei der Geburt ihres Babys heftige Wehen erlebt, yet after the child is born, she quickly forgets what she went through because of the overwhelming joy of knowing what a new baby has been born into the world. vergisst sie doch nach der Geburt ihres Kindes schnell, was sie durchgemacht hat, weil sie sich so sehr darüber freut, dass ein neues Baby auf die Welt gekommen ist. You know, when I read this verse, Wenn ich diesen Vers lese, I cannot help remembering Hebrews chapter 12. denke ich unweigerlich an Hebräer Kapitel 12. That Jesus, he suffered all this shame for the joy that was waiting ahead of him. Dass Jesus für die vor ihm liegende Freude alle Schande ertrug. And basically, Jesus told us the same thing. Im Grunde sagt Jesus hier das Gleiche. He says, guys, you're so sad because you're thinking about the words that I've said. Er sagt, Jungs, ihr seid so traurig, weil ihr über das nachdenkt, was ich gesagt habe. I'm going away, I'm gonna leave you, and I'm not gonna be here for 3 days. For a while, he only said, actually. Dass ich weggehen, euch verlassen und für eine Weile nicht mehr da sein werde. But look at this. Schau mal. It is so incredible that it's a simple lesson that a lot of people find hard to learn. Es ist erstaunlich, dass viele sich schwer tun, diese einfache Lektion zu lernen. Very, very soon, there is coming an amazing reward, and yet we put all of our focus on the moment. Sehr bald wird es eine herrliche Belohnung geben, aber trotzdem legen sie ihr ganzes Augenmerk auf das Hier und Jetzt. Very soon, Jesus told them he'll be back, and why would they be sad if he's coming back soon? Jesus sagte, dass er bald wiederkommen würde. Warum sollten sie also traurig sein, wenn er bald zurückkommt? I believe this is a sign of immaturity. Ich glaube, das ist ein Zeichen von Unreife. Do you know, my friends, listen to me. Hör mir zu, mein Freund. Once we understand that we have to look to the end and not on the journey, Sobald wir begreifen, dass wir auf das Ende hinschauen müssen und nicht auf die Reise, I understand the journey is important. We have a lot of lessons to learn. I understand all that. mir ist klar, dass die Reise wichtig ist und wir vieles zu lernen haben, das verstehe ich. But we have to look beyond the moment in order to truly be able to be motivated. Aber wir müssen über das Momentane hinausschauen, um motiviert zu bleiben. You know, athletes who are extremely successful have learned to do that. Sehr erfolgreiche Athleten haben gelernt, das zu tun. They see themselves with a gold medal around their neck. Sie sehen sich selbst mit der Goldmedaille um den Hals. They see themselves in the big stadium singing the national anthem. Sie sehen sich in großen Stadien ihre Nationalhymne singen. They're not going to be worried about the momentary pain. They look at the future. Sie kümmern sich nicht um den aktuellen Schmerz, sondern schauen auf die Zukunft. And Jesus specifically gives them a picture that they could understand. Jesus gab den Jüngern extra ein Bild, was sie verstehen konnten. Look, the woman is in a lot of pain, but the moment the child is born, she's full of joy. Eine Frau, die in Geburtswehen liegt, aber wenn das Baby dann da ist sie voll Freude. So, Also, you need to now look at the joy that's ahead of you, not just when the joy comes. du musst jetzt auf die vor dir liegende Freude schauen und nicht erst, wenn sie dann da ist. If you could only look ahead at the reward, if you could make this a habit, Wenn du es zu einer Gewohnheit machen kannst, auf die vor dir liegende Belohnung zu schauen, then we would not be thrown around so much by the day-to-day tribulation. dann werden die täglichen Beschwerlichkeiten dich nicht so umwerfen. The athlete that only looks at the pain of the training is not going to be a successful athlete. Ein Athlet, der nur auf die Anstrengung des Trainings schaut, wird kein erfolgreicher Athlet sein. Because he's going to give up in the middle of the training because it hurts too much. Denn er wird mitten im Training aufhören, weil es zu sehr weh tut. So whatever you're walking through, always remind yourself. Was auch immer du also durchmachst, erinnere dich daran, Not only, oh, very soon it's going to be over. That's not a good reminder. nicht zu sagen, ach, bald ist es vorbei. Das ist keine gute Erinnerung. The right reminder is very soon I'm celebrating my victory. Die richtige Erinnerung ist, sehr bald werde ich meinen Sieg feiern. You know, Paul said it in one of the Bible verses that probably is one of my top 10 favorite verses of the Bible. Paulus sagt in einem meiner wahrscheinlich Top 10 Bibelverse, I consider that the short, momentary, present suffering is nothing. dass die kurzen, gegenwärtigen Leiden nichts sind. What do you mean it's nothing, Paul?
Was meinst du mit nichts, Paulus? I know how much you suffered. Ich weiß, wie viel du gelitten hast. You were scourged, you were beaten, you were put to prison. Du wurdest gegeißelt, geschlagen, ins Gefängnis geworfen. You've lived hell on earth. Du hast die Hölle auf Erden erlebt. And not only for a few days. Und zwar nicht nur für ein paar Tage, For more than half of your entire ministry life. sondern die Hälfte deines Lebens im Dienst. And years and years and years you were tortured and in prison. Viele Jahre wurdest du gefoltert und warst im Gefängnis. Paul, how can you call this momentary? Paulus, wie kannst du das momentan nennen? Paul, that's endless years of suffering. Paulus, das sind endlose Jahre des Leidens. And you call it momentary? Und du nennst das momentan? Well, look, Schau, Paul compares the suffering with the glory in, first of all, in experience, but also in time. Paulus vergleicht die Leiden mit der Herrlichkeit. Erstens auf die Erfahrung bezogen und auch zeitlich betrachtet. So what's 20, 30 years of suffering compared to an eternity of glory? Was sind also 20, 30 Jahre Leiden im Vergleich zu einer Ewigkeit voll Herrlichkeit? Do you know what it is? Weißt du, was es ist? Exactly what Paul said. Genau das, was Paulus sagte. I consider it's nothing. Es ist nichts. It's like it's not even worth worrying about. Es ist noch nicht mal wert, sich darüber Gedanken zu machen. So always look what Jesus said. Schau also immer, was Jesus sagt. Yes, it's painful for the woman, but when the child is born, then she will forget it. Ja, es ist schmerzhaft für die Frau, aber wenn sie geboren hat, vergisst sie die Schmerzen. Why not go to the zone of your heart today Warum gehst du heute nicht in die Zone deines Herzens, and already see the result now? um bereits jetzt das Resultat zu sehen? In the words of Jesus, In Jesu Worten, don't wait until the baby's born that you forget the pain of childbirth. warte also nicht die Geburt des Kindes ab, um die damit verbundenen Schmerzen zu vergessen, While you're walking through the pain of childbirth, start to celebrate the new baby. sondern fang bereits, während du das Kind zur Welt bringst, an, das neue Baby zu feiern. You know, if we could only learn to lift up our eyes Wenn wir lernen könnten, unsere Augen zu erheben and look a little bit ahead, und ein wenig nach vorn zu schauen, we would see victory, we would say glory, and we would see a beautiful Jesus embracing us. dann würden wir Sieg und Herrlichkeit sehen und einen wunderschönen Jesus, der uns umarmt. Then everything would be different because we see things from a different perspective. Dann wäre alles anders, weil wir die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten würden. Thank you, people. Danke, Leute. See you tomorrow. Bis morgen.